Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier zum neuesten Film bei mir. Ihr seht hinter mir die Chemnitz. Die Stadt Chemnitz haben wir ja schon mehrfach besucht und die Zwickauer Mulde, an der waren wir ja auch schon oft wandern. Und hier bei Wechselburg fließen die beiden Flüsse zusammen. Und nicht nur diese Mündung möchte ich euch heute vorstellen. Ihr seht es ja im Hintergrund, hier gibt es noch jede Menge andere interessante Dinge zu entdecken. Und wer jetzt auf den Hetzdorfer Viadukt tippt, den wir auch schon mehrfach besucht haben, der liegt völlig schief. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser wunderschönen Tour rund um die Mündung Chemnitz-Zwickauer Mulde. Der Parkplatz für den Radwanderweg Chemnitztal in Göritzhain an der Bushaltestelle der unteren Hauptstraße ist doch ein wenig versteckt. Auch wenn wir zu Fuß laufen und nicht Rad fahren, ist die Benutzung sicher erlaubt. Doch zu dieser Bahnstrecke und dem Radweg später mehr. Jetzt laufen wir auf der Straße über den Wiedebach und sehen ein interessantes Haus. Hier befand sich früher die Bachmühle Göritzhain. 1759 erwarb der ehrenwerte Hofkommissarius Johann Friedrich Wagner aus Burgstedt, welcher übrigens auch am Krieg seine Pfründe machte, indem er beide Seiten belieferte, die Bachmühle und richtete 1765 eine Kattun-Druckerei ein. Er selbst verstarb jedoch im Jahr der Fertigstellung und seine Nachfahren bauten das Objekt in eine sogenannte Schönfärberei um vor allem die Bleischwiesen, welche zum Objekt gehörten, zu nutzen. Doch genug der Geschichte. Biegen wir hinter der Brücke links in den Fahrweg ein und folgen diesen in Richtung unseres ersten Ziels Wechselburg. Wir laufen an der Chemnitz entlang. Der Weg ist ausgesprochen angenehm und vor allem geruchsfrei. Zu DDR-Zeiten war Karl-Marx-Stadt eine große und bedeutende Industriestadt. Am Flusslauf lagen viele Industriebetriebe und leider, manche davon hielten nicht viel vom Umweltschutz und entsprechend sah und roch der Fluss. Im Volksmund wurde das Chemnitztal sogar als Stinkertal bezeichnet. Schließlich erreichen wir eine Brücke und sehen dieses alte Haus, aber das lassen wir links liegen und benutzen weiter unsere rote Markierung der Chemnitz folgend. Nachdem wir auf diese Gärten stoßen, gehen wir nach rechts hoch und hinter der kleinen Fußgängerbrücke wieder links und auf den folgenden Abschnitt dürft ihr euch freuen. Wie ihr seht, wir nutzen einen wunderschönen Pfad, welcher durch Wald bzw. den Feldrand führt. Die Ausschilderung Rastplatz können wir zwar ein kleines Stück nach unten folgen, allein dieser existiert nicht mehr. Wie ihr selbst seht, um diese Jahreszeit ist die Sicht ziemlich eingeschränkt. Aber unter uns liegt die Ruine der früheren Papierfabrik und weiter hinten die ehemalige Bachmühle, an welcher wir ja vorhin vorbeigelaufen sind. Zwischendurch findet man zwar auch diese Bank, aber die Aussicht ist genauso zugewachsen und die Chemnitz hört man lediglich. Nach diesem reichlich 2 Kilometer langen Waldabschnitt zeigen sich die ersten Wiesen und welch idyllisches Bild bietet uns unsere Chemnitz. Doch dann das. Als Freund der Eisenbahn wird einem wirklich übel, wenn man das mit ansehen muss. Auf der 1902 eröffneten Strecke konnten wir zwar noch das 90-jährige Jubiläum feiern, aber am 23. Mai 1998 fuhr der letzte fahrplanmäßige Personenzug durch das Chemnitztal. Die Begründung: angeblich zurückgehendes Verkehrsaufkommen. Allein die Erzgebirgsbahn beweist, wenn der politische Wille aller Beteiligten da ist,
dann können auch Nebenbahnen in unserer Region funktionieren. Der Güterverkehr zwischen Wechselburg und Markersdorf-Taura wurde am 31. Dezember 1994 eingestellt. Die Anschlussbahn der Chemiefabrik in Moosdorf wurde noch bis Dezember 1999 bedient und im Dezember 2001 genehmigte das Eisenbahnbundesamt die Stilllegung der Strecke. Ziel war der Bau eines Radweges, welcher immerhin schon bis zum Bahnhof Markersdorf-Taura im Wesentlichen auf der alten Trasse liegt. Wenn ich aber den Zeitabschnitt von 2001 bis 2023 sehe und den traurigen Zustand hier, dann denke ich mir mein Teil. Aber Hauptsache erst einmal alle Gleise rausreißen und vollendete Tatsachen schaffen. Aber ärgern ändert auch nichts und so laufen wir weiter und genießen unsere Chemnitz. Wir gehen durch die nächste Eisenbahnbrücke hindurch, knapp einen halben Kilometer dem Weg folgend, und stoßen auf die Gleise der ebenfalls stillgelegten Muldentalbahn, welcher wir unter anderem bei Rochsburg und Amerika auch schon begegnet sind. Zum Glück gehört diese Strecke der Deutschen Regionaleisenbahn. Somit liegen wenigstens noch die Gleise, keine 100 Meter, und wir sollten aufpassen. Links verweist uns nämlich das Hinweisschild auf die Chemnitzmündung. Seid ihr nicht so zart beseitet, dann solltet ihr unbedingt hier hinuntergehen, auch wenn es eher an Dschungel erinnert oder besser noch an die Dschungelsafari in den Schwalmwiesen. Aber wenn ihr nicht zimperlich seid, dann werden wir mit diesem schönen Anblick belohnt. Die Chemnitz fließt in die Zwickauer Mulde und im Hintergrund thront stolz der Görner Viadukt. Habt ihr euch satt gesehen, schlagen wir uns noch einmal durch diesen Dschungel und erreichen den Hauptwanderweg, welchen wir weiter folgen ins 2 Kilometer entfernte Wechselburg. Die Vorväter der Eisenbahn würden sich im Grabe umdrehen angesichts dieses Anblicks. Aber reißen wir uns von diesem Bild los, denn wir sollten aufpassen, wir müssen nämlich links in den schmaleren Weg abbiegen und laufen weiterhin mehr oder weniger mit Blickrichtung auf die nunmehr vereinigte und vergrößerte Zwickauer Mulde. Zumindest fast haben wir es geschafft, nämlich unser Zwischenziel Wechselburg liegt vor uns. Wer in die kleine, aber interessante Stadt mit seinem Kloster abbiegen möchte, der sollte sich rechts halten. Wer wie ich nur laufen möchte, der geht links über den schmalen Wiesenweg weiter an der Mulde entlang. Da wir zumindest die knappe Hälfte erreicht haben, können wir uns durchaus ein Picknick an diesem Rastplatz gönnen. Und siehe, es gibt hier noch andere Möglichkeiten als Wandern zu Fuß, nämlich, wie ihr sehen könnt, Wasserwandern per Boot ist ab Wechselburg auch möglich und ich kann euch dazu nur raten. Es macht viel Spaß und ist zur Abwechslung etwas ganz anderes. Gehen wir weiter, erreichen wir die alte Mühle von Wechselburg. Darüber gäbe es erneut jede Menge zu erzählen. Nur so viel, die frühere Klostermühle diente mehrfach als Vorlage für Gemälde von Franz Wilhelm Leutheritz. Dieser hier in Wechselburg geborene Landschaftsmaler war Autodidakt und hinterließ uns immerhin 3 Gemälde dieser Mühle zu verschiedenen Zeiten. Damit nicht genug. Selbst für den DEFA-Film Vergesst mir mein Traudel nicht mit Eva Maria Hagen in der Hauptrolle diente diese Mühle in einer Szene als Kulisse. Doch genug der Kunst, unser Weg führt uns hoch zur Straße, um mittels Brücke die Mulde zu überqueren. Ihr wundert euch, welche beiden Herrschaften uns am Flussufer erwarten? Es handelt sich zum einen um den sächsischen Herzog Moritz und einen der Herren von Schönburg, denen wir ja bereits auf früheren Wanderungen begegnet sind. Denn der alte Ort Tschillen mit seinem gleichnamigen Kloster Tschillen kam nach der Reformation 1543 in den Besitz des sächsischen Herzogs Moritz. Dieser tauschte die Klostergüter sowie die Herrschaft Penisch mit den Herren von Schönburg
gegen die Orte Hohenstein, Wehlen und Lohmen in der sächsischen Schweiz ein. So kam für den früheren Ort Tschillen und die Klosteranlage der Name Wechselburg auf. Das benachbarte Alt-Tschillen hingegen behielt bis heute seinen ursprünglichen Namen. Am Parkplatz seht ihr es ja selbst. Der Möglichkeiten, weitere Wanderungen zu finden, gibt es ja viele. Wir folgen jedoch der roten Markierung Richtung dem besagten Alt-Tschillen bzw. Göhren-Lunzenau. Dafür gehen wir einige Meter an der Straße und können nach wenigen Schritten links in den Feldweg einbiegen. Dass sich bei Sonnenschein spätestens hier eine Kopfbedeckung anbietet, seht ihr ja selbst. Allerdings finde ich diese hügelige Landschaft hier ausgesprochen interessant. Wie ist denn eure Meinung dazu? An der nächsten Kreuzung biegen wir ein weiteres Mal links ab und folgen unserer bisherigen Ausschilderung weiterhin über den Hügel, ehe wir den Rand von Alt-Tschillen erreichen. Bevor wir ins Dorf kommen, erhalten wir noch einmal einen schönen Blick auf Wechselburg. Die Bewohner von Alt-Tschillen fand ich ausgesprochen entspannt. Die genießen die Ruhe, anstatt bei der Hitze durch die Gegend zu rennen. An der Straße angekommen, geht's wieder links. Wir können das ausgesprochen angenehme Dorf genießen. Und über diese schmale Gasse mit dem Schild Korbaer Straße 5 können wir, auch wenn es gar nicht danach aussieht, tatsächlich einige Meter abkürzen. Völlig entspannt führt der Weg weiter, parallel am Mühlgraben, weiter durch das Dorf hindurch. Am Ortsende dürfen wir dann rechts abbiegen und ihr seht es, Richtung Göhren geht es jetzt doch ein ganzes Stück Asphalt nach oben. Zu denken gab mir an diesem Haus jedoch die Inschrift. Was ist denn eure Meinung dazu? Ihr seht es selbst, 1 Kilometer müssen wir bis zum nächsten Ziel Göhren die Straße laufen. Aber keine Sorge, stark ist diese nicht befahren und ich fand es schön, mich immer wieder umzudrehen. Wir sehen hinter dem Hügel Korba sowie den nicht mehr weit entfernten Rochlitzer Berg, übrigens auch ein sehr schönes Wanderziel. Die Blicke zurück auf Wechselburg sind ebenfalls interessant und immer wieder anders sehenswert. So erreichen wir schließlich den Ortsrand von Göhren, den Ort, welcher dem schönen Viadukt seinen Namen gegeben hat. Überqueren die Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig, welche übrigens offiziell KC heißt. Das bedeutet Kieritsch-Chemnitz, die jeweiligen Anfangsbuchstaben des beginnenden bzw. endenden Ortes. Nachdem zwischen 1842 und 1851 die Strecke von Leipzig nach Hof, ihr erinnert euch ja noch an den Goldstahl-Viadukt, dort sprachen wir schon einmal darüber, in Betrieb genommen wurde, und dem Wunsch folgend, Chemnitz mit Leipzig zu verbinden, wurden unter anderem in 2 Varianten Rechnung getragen. Eine davon der Anschluss an besagte Strecke Leipzig-Hof in Kieritsch, daher der Name KC. Wir laufen hinein nach Göhren. An der Kirche sehen wir noch weitere Möglichkeiten für künftige Wanderungen. Heute nutzen wir jedoch weiter den links abbiegenden Weg mit der roten Markierung Untergöhren-Lunzenau. Die Kirche ist leider verschlossen, der Anblick ins Tal der Zwickauer Mulde ebenfalls mehr als dürftig, da alles zugebaut ist. So gehen wir weiter zur Straße vor, gehen zunächst rechts, um an der Bushaltestelle links in die kleine Gasse abwärts zu gehen. Eine Ausschilderung, wenn auch schon ein wenig vom Zahn der Zeit angenagt, ist vorhanden. Mühle Lunzenau. Das letzte Bauerngut lassen wir links liegen und nutzen den schmalen Wiesenpfad weiter abwärts und bekommen den ersten kurzen Blick auf den Görener Viadukt geboten. Umdrehen finde ich allerdings auch hier lohnenswert. An diesen beiden Teichen gehen wir erneut links und haben nicht mehr weit zu gehen, ehe wir zurück im Tal sind. Auf die Straße gestoßen, sollten wir uns natürlich den ersten Blick zur Brücke gönnen.
Anschließend laufen wir rechts ein Stück auf der Straße. Aber die gebotenen Bilder von Untergöhren bzw. der zu überquerenden Mulde finde ich ausgesprochen schön. Na, und erst der Viadukt. Ist das ein lohnenswertes Ziel? Entscheidet ihr euch weiter für das Muldental, dann geht ihr rechts weiter. Wir müssen jetzt für ein Stück mit der Straße Vorlieb nehmen. Werfen wir also noch einen wehmütigen Blick zurück, ehe wir den Gleisen der Muldetal erneut begegnen. Naja, immerhin noch nicht ausgebaut, aber ein mehr als trauriger Anblick ist es dennoch. Zum Glück erreichen wir schnell den Abzweig in den Wald. Spätestens bei der Beschilderung könnte man stutzig werden. Das Schild nach unten in Richtung Göhren ist in einem sehr guten Zustand. Ein Schild für unseren weiteren Weg nach Göritzhain nicht vorhanden. Ist es abgerissen oder? Wir werden sehen. Schnell zeigt es sich, der Weg ist sehr selten begangen und schon ein Stück abenteuerlich. Dazu der Zustand der Nadelbäume gruselig. Es erinnert mich an den Harz und kaum zu glauben, wir sind tatsächlich auf den richtigen Weg. Am Baumstamm findet sich eine mehr als uralte Markierung. Dennoch, bis jetzt ist dieser schmale Pfad sehr angenehm zu gehen. Lange müssen wir auch nicht laufen und wir kommen zu Füßen des Viadukts, welches wir vorhin in voller Schönheit bewundern durften, an. Dort finden wir auch eine hochinteressante Hinweistafel zur Baugeschichte dieser, der drittgrößten sächsischen Eisenbahnbrücke. Theoretisch könnten wir hier auch rechts abbiegen und an der Bahnstrecke entlang in Richtung Kossen-Göritzhain laufen. Wir wollen jedoch weiter unserem schmalen Pfad folgen. Ihr seht es selbst. Langsam, aber sicher wird er immer urwüchsiger. Um hier zu gehen, sollte man wirklich gut zu Fuß sein. Zwischen den Bäumen bieten sich ab und an kurze Blicke auf die Mulde. Einmal kann man sogar auf einen kleinen Vorsprung links abbiegen. Allerdings ist bei dieser Jahreszeit alles zugewachsen und wirklich zu sehen ist nichts. Also gehen wir wieder zurück und folgen unserem schmalen Pfad weiter. Ist der Zustand der Bank ein Spiegelbild des Weges? Die Frage stellte sich für mich. Wir werden sehen. Denn wir müssen nicht mehr weit laufen und finden diesen Abzweig von unserem Weg. Und Chemnitz-Mündung klingt doch gut, oder? Allein ich verrate euch so viel. Im Vergleich zum Weg ist das Schild noch in einem sehr guten Zustand. Lasst es also besser sein, dort hinuntergehen zu wollen. Zum einen geht es sehr steil abwärts, zum anderen verliert sich irgendwann der Weg im großen Nichts. Also setzt den Weg in Richtung Göritzhain fort, auch wenn an diesem Schild ebenfalls schon mächtig der Zahn der Zeit genagt hat. Vorgreifend muss ich sagen, vielleicht wäre es sogar klüger, der Markierung Kossen zu folgen. Wie ihr selbst sehen könnt, sehr angenehm ist dieser Wald- und Wiesenpfad, keine Frage. Aber es gibt keine Markierung und stellenweise ist der Verlauf ziemlich schwer zu finden. Deshalb stelle ich euch wie immer die GPS-Daten zu Autoactive und Komoot unten in der Beschreibung zum Video. Danach kann man sich wirklich gut orientieren. Ich muss mich hier wirklich noch einmal wiederholen. Ist man im Gelände gut zu Fuß, dann ist der Weg wirklich angenehm, wenn auch alles andere als aufgeräumt. Bis, ihr seht es. Schwer zu sagen, ob es hier dereinst eine Brücke gab. Man könnte es jedenfalls vermuten. Jedenfalls muss man jetzt sehr steil nach unten, dieses Rinnsal mittels der inzwischen angehäuften Äste überqueren und dann stramm nach oben zurück. Das ist schon nicht ganz ohne. Weit ist es nicht mehr bis Göritzhain und wir finden wieder einmal einen abgeholzten Waldhang inklusive kaputten Weg. Bei trockenem Wetter ist er allerdings gangbar. Der Vorteil, wir bekommen einen ersten Wagenblick auf eine weitere alte Bahnbrücke geboten und vor allem auf diesen sehr sehenswerten Felsen. Die Chemnitz ist hier auch nicht weit.
Die nächsten Meter sind dafür etwas unschön und der Weg sehr schlecht begehbar, selbst bei trockenem Wetter. Und lasst euch bitte nicht von diesem Tor abschrecken. Es führt an dieser alten Industrieruine tatsächlich ein schmaler Pfad außen vorbei. An der Straße angekommen, biegen wir links ab, überqueren die Brücke der früheren Chemnitztalbahn und ehrlich, bei dem Anblick war ich ziemlich sauer. Mit Eisenbahn stilllegen und Gleise ausbauen ist man ja ziemlich schnell bei der Hand. Aber der geplante Radweg, ich frage mich ganz ehrlich, hätte man sollen das Geld nicht besser in den Erhalt der Bahnstrecke und des bestehenden Wanderwegesnetzes, wie dem gerade eben gegangenen, stecken sollen, anstatt hier solche wundervollen, blühenden Landschaften zu schaffen? Wie denkt ihr denn darüber? Das würde mich sehr interessieren. Wir gehen in Richtung der alten Papierfabrik, später Parkettfabrik und Maschinenfabrik. Nach dem Überqueren des alten Mühlgrabens biegen wir sofort scharf rechts auf diesen Trampelpfad ab. Und auch wenn es von weitem nicht so aussieht, man kann, natürlich auf eigene Gefahr, die Chemnitz mit Hilfe dieser Brücke überqueren. Euch kommt hier am anderen Ufer etwas bekannt vor? Genau, das war bereits heute früh unser Weg nach Wechselburg. Also gehen wir gemütlich das letzte Stück zurück. Ich hoffe, auch wenn der letzte Wegabschnitt doch ein wenig abenteuerlich war, dass euch auch diese Rundtour gefallen hat. In diesem Sinne, ciao und bis bald.